Eine seltsame Reise durch die Epochen der Erde. Hallo Mensch! Du siehst mich nicht, weil ich noch nicht geboren wurde. Ja, ich bin ein offizieller Vertreter des Lebens auf der Erde und wir stehen am Anfang von allem. Ganz am Anfang. Ja, das können wir hier machen. Das macht doch Spaß, oder nicht? Heute werde ich dich durch den Lebenszyklus unseres Planeten führen, also schnalle dich an und bereite dich auf eine Zeitreise vor. Was du vor dir siehst, ist die Erde vor 4,6 Milliarden Jahren. Nicht der schicke blaue und grüne Ball, den du gewohnt bist, oder? Ja, sie ist eher wie ein riesiger Felsen, der mit flüssiger Lava bedeckt ist und ständig von Kometen und Asteroiden bombardiert wird. Planeten bilden sich, weil sich Wolken aus kosmischem Staub dank der Schwerkraft zusammenballen, bis sie eine kugelförmige Form annehmen. Natürlich gibt es hier noch kein Lebenszeichen, in einer solchen Umgebung könnte nichts überleben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum diese erste Periode der Existenz Hadean Äon genannt wird. Vom Griechischen für Hades oder Hölle. Naja, das passt ja. Okay, gehen wir weiter. Ich will endlich geboren werden. Es ist jedoch noch zu früh. Das höllische Zeitalter dauerte etwa 600 Millionen Jahre und sein wichtigster Meilenstein war die Bildung des Mondes. Und diese menschlichen Besserwisser, die man Wissenschaftler nennt, haben mehrere Hypothesen darüber, wie das passiert ist. Das vielleicht beliebteste ist, dass ein riesiger Astralkörper im späten Hadeanischen Zeitalter die Erde streifte, in ihrem Gravitationsfeld gefangen wurde und seitdem in seiner Umlaufbahn geblieben ist. Denke jetzt mal darüber nach, was passiert wäre, wenn das Ding unseren Planeten getroffen hätte. Ich wäre jedenfalls nicht geboren worden und das wäre eine Tragödie. Kurz nachdem der Mond begann, die Erde zu umkreisen, verlangsamte sich die Rotation des Planeten auf angenehme 24 Stunden pro Tag. Der Aufprall kippte auch die Erde und es gab nun Jahreszeiten. So begann das Archaikum. Nein, noch kein Leben, aber warte darauf. Bald. Das Klima wurde angenehmer und stabiler und der Planet begann sich abzukühlen. Hier fängt alles an. Wasserdampf kondensiert und bildet die Ozeane und natürlich die Kontinente. Naja, einen Superkontinent, um genau zu sein. Und endlich, nach Millionen von Jahren, ja, du hast es erraten, Leben erscheint auf der Erde. Und hier bin ich, das erste Lebewesen auf dem Planeten. Im Moment bin ich eine einzelne Zelle, die als Cyanobakterium bezeichnet wird. Meine Freunde und ich wandeln Sonnenlicht in Energie um und geben Sauerstoff an das flache Wasser des Ozeans ab. Ihr Menschen seid schlau, also wisst ihr wahrscheinlich, dass Sauerstoff Eisen rosten lässt, oder? Da viel Eisen im Wasser war, haben wir es zuerst rosten lassen. Dann, als das Eisen ausgegangen war, konnte der Sauerstoff, den wir freigesetzt hatten, nur noch in die Atmosphäre gehen. Siehst du, wir, die einfachste Lebensform aller Zeiten, haben die Luft unseres Planeten in Atemluft verwandelt. Ihr habt den Ganzen sogar einen noblen Namen gegeben, die große Sauerstoffanreicherung. Dank uns begann das neue Zeitalter. Das Proterozoikum. Es begann vor 2,5 Milliarden Jahren. Daher ist es nicht schwer zu berechnen, dass wir, die Cyanobakterien, ungefähr 1,5 Milliarden Jahre gebraucht haben, um die Atmosphäre mit Sauerstoff zu füllen. Aber es war unser Abfallprodukt, also giftig für uns. Und leider sind wir ausgestorben, als zu viel Sauerstoff vorhanden war. Aber keine Angst. Ich verlasse dich nicht. Anstatt zu verschwinden, entwickle ich mich zu einer aeroben Lebensform weiter. Juhu! Und jetzt werde ich für immer bleiben. Du wirst schon sehen. Das Leben begann sich zu diversifizieren und es tauchten sogar mehrzellige Organismen auf. Leider dauerte das nicht lange. Sauerstoff in der Atmosphäre vermischte sich mit Methan, das dort schon lange reichlich vorhanden war, und erzeugte große Mengen an CO2. Der Treibhauseffekt schwächte sich ab, die Temperatur auf der Erde sank schnell und die erste Eiszeit des Planeten begann und dauerte satte 300 Millionen Jahre. Du kannst dir nicht vorstellen, wie kalt es war. Aber wir hielten durch und als das Eis schmolz, begann das Leben von neuem und mit ganzer Kraft. Die Ozonschicht entstand dank des hohen Sauerstoffgehalts und schützte die Erde vor der schädlichen Sonnenstrahlung. Meine Altersgenossen begannen schüchtern aus dem Wasser zu kriechen und als sie erkannten, dass es sicher war, blühte das Leben auch an Land. Wir waren die Pioniere und waren siegreich. Versteht mich nicht falsch. Alles, was ich in der letzten Minute beschrieben habe, hat 2 Milliarden Jahre gedauert. Jetzt befinden wir uns in der schönsten Phase der Erdentwicklung und das ist das Paläozoikum. Es begann vor 541 Millionen Jahren mit einer Explosion des Lebens, die als kambrische Periode bezeichnet wurde.
Die Gewässer begannen zu schwärmen, zuerst mit Wirbellosen, dann mit Fischen und schließlich mit Wirbeltieren, die ihrerseits an Land hüpften und es schön genug fanden, um sich niederzulassen. Ich? Danke, dass du dich an mich erinnerst, denn puff, ich bin jetzt das erste flügellose Insekt. Bald wirst du mein wahres Gesicht sehen, aber du weißt vielleicht schon, wer ich bin. Irgendwelche Ideen? Schreib sie in die Kommentare unten. Im Devon-Zeitalter des Paläozoikums, vor etwa 415 Millionen Jahren, veränderte sich die Erde vollständig. Überall wuchsen üppige Regenwälder, Fische und anderes Meeresleben schwärmten in den Ozeanen, Wirbeltiere durchstreiften das Land und Insekten wie ich krochen in ihren Höhlen. Ein Paradies. Leider dauerte es nicht lange, zumindest im planetarischen Maßstab, bis zwei große Ausrottungen stattfanden. Die erste war der Einsturz des kohlenstoffhaltigen Regenwaldes. Ratet mal, Karbonzeitalter. Eine große Verschiebung der globalen Erwärmung machte das Leben vieler Tier- und Pflanzenarten unmöglich, so dass sie unter der Erde begraben und gekocht wurden. Ja, das ist richtig. Das sind die Fossilien, die man ausgräbt und die Kohlevorkommen, die man für die Energiegewinnung nutzt. Sei jetzt nicht überrascht, ihr verwendet tatsächlich die Überreste von Kreaturen, die vor Hunderten von Millionen von Jahren gelebt haben. Aber der Zusammenbruch des Regenwaldes war nur eine Kleinigkeit im Vergleich zum größten Massenaussterben, das jemals auf der Erde stattgefunden hat. Am Ende des Paläozoikums, am Rande der Perm- und Triasperiode, traf ein Asteroid den Planeten und löschte ungefähr 96% des gesamten Lebens aus. Boom! Das war vor ungefähr 291 Millionen Jahren. Und es dauerte lange, bis sich die Erde erholt hatte. Trotzdem hielt das Leben an und das Mesozoikum begann mit den 4%, die den Asteroidenangriff überlebten. Die ersten 51 Millionen Jahre waren von der Entwicklung der Reptilien geprägt. Die Triasperiode war eine Art Tor zur berühmten Ära der Dinosaurier. Ja, ich bin endlich angekommen. Aber zuerst möchte ich mich richtig vorstellen. Ich hoffe zumindest einige von euch haben meine Persönlichkeit in den Kommentaren zu diesem Video richtig erraten. Sonst bin ich beleidigt. Bitte treffe die mächtige, robuste, zähe Kakerlake. Ja, das bin ich und ich bin hier, um zu bleiben. Die ersten Kakerlaken tauchten ungefähr in der Jurazeit auf und lebten neben diesen riesigen Echsendinger, die man Dinosaurier nennt. Tatsächlich gab es Dinosaurier schon in die Triasperiode, aber ihre wirkliche Herrschaft begann näher an der Jurazeit und dauerte ungefähr 160 Millionen Jahre. Jurazeit. Und die ganze Zeit waren meine gruseligen Freunde und ich irgendwo in der Nähe und machten ihr Leben zu einem Albtraum. Genau wie heute. Ich sollte hinzufügen, dass die Dinosaurier immer noch auf dem einzigen Superkontinent von Pangea lebten. Aber näher an ihrer Dämmerung begann die tektonische Bewegung, sie auseinanderzureißen und die kleineren Kontinente zu bilden, die wir heute kennen. Arme Dinosaurierfamilien wurden durch die unerbitterliche Bewegung der Erdkruste getrennt. Okay, nur ein Scherz. Die Bewegung war sehr langsam, so dass eigentlich keine Familien getrennt wurden. Wenn überhaupt, konnten sie in den frühen Stadien leicht von einem Kontinent zum anderen springen. Nun, die Zeit verging und das Känozoikum kam und damit der endgültige Untergang der riesigen Reptilien. Ein riesiger Asteroid schlug erneut auf die Erde ein. Hey, was ist mit diesen Asteroiden los? Und vor 66 Millionen Jahren starben die Dinosaurier aufgrund des raschen Klimawandels aus. Bitte einen Moment der Stille für die armen Kreaturen. Du hättest aber sehen sollen, wie glücklich die frühen Säugetiere darüber waren. Dinosaurier hatten das Land dominiert, so dass Säugetiere sich nicht sehr entwickeln konnten. Aber jetzt, da die Gefahr von diesen riesigen scharfen Zähnen zerkaut zu werden weg war, blühten sie auf. Und rate mal, wer unter diesen Säugetieren war. Nein, nicht ich. Ich bin doch ein Insekt. Ich gebe dir einen Hinweis. Sie sind erst vor etwa 3,9 Millionen Jahren entstanden und auf unserem Planeten immer noch sehr, sehr bedeutend. Ja, das warst du. Die ersten Menschen. Nun, damals nicht wirklich Menschen, sondern Hominiden, Primaten, die auf zwei Beinen liefen und versuchten, ihre Umgebung zu nutzen, um Werkzeuge zu erschaffen. Die Epoche des Pliozäns kennzeichnete die Ankunft deiner Vorfahren auf der Erde und sie entwickelten sich im gesamten Pleistozän und schließlich im Holozän, das vor etwa 10.000 Jahren begann. Zu diesem Zeitpunkt begann sich deine Art in Gemeinschaften zusammenzutun und ich war ihr beständiger, freundlicher Nachbar, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also, habe ich was verpasst? Denkst du? Welche anderen wichtigen Ereignisse, die unseren Planeten geprägt haben, möchtest du meiner Geschichte hinzufügen? Was?
Wann erschien die Familie Feuerstein? So um 1960. Wie auch immer, lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann klicke auf Gefällt mir und teile das Video mit einem Freund. Aber hey, geh noch nicht weg. Wir haben über 2000 coole Videos für dich. Alles, was du tun musst, ist das linke oder rechte Video auszuwählen, darauf zu klicken und es zu genießen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens.